another Storytime Around the World. This time we are going to be reading, or I'm going to be reading, a book that you may be familiar with called The Rainbow Fish by Marcus Pfister. However, I am going to read it in the original language, which is German. So, enjoy. Weit draußen im Meer lebte ein Fisch, doch kein gewöhnlicher Fisch, nein. Er war der allerschönste Fisch im ganzen Ozean. Sein Schuppenkleid schillerte in allen Regenbogenfarben. Die anderen Fische bewunderten sein bunt schillerndes Schuppenkleid. Sie nannten ihn Regenbogenfisch. Komm, Regenbogenfisch, komm spiel mit uns. Aber der Regenbogenfisch glitt immer stumm und stur und einen vorbei und ließ seinen Schuppen glitzern. Ein kleiner blauer Fisch schwamm hinter ihm her. Regenbogenfisch, Regenbogenfisch, warte auf mich. Gib mir doch eine deiner Glitzerschuppen. Sie sind wunderschön und du hast so viele. Der soll ich einer meiner Schuppen schenken? Wo denkst du hin? Rief der Regenbogenfisch. Mach, dass du vorkommst. Erschrocken schwamm der kleine blaue Fisch davon. Aufgeregt erzählte er seinen Freunden um Erlebnis in den Regenbogenfisch. Von da an wollte keiner mehr etwas mit ihm zu tun haben. Sie kehrten sich ab, wer er vorbeischwamm. Was nutzte dem Regenbogenfisch nun sein herrlich glitzernden Schuppen, wenn sie von niemandem mehr bewundert wird? Jetzt war er der einsamste Fisch im ganzen Ozean. Eines Tages klagte der dem Seestern sein Leid. Ich bin doch schön, warum macht mich denn niemand? In einer Höhle hinter dem Korallenriff wohnt der weiße Tintenfisch Oktopus. Vielleicht kann er dir helfen, riet ihm der Seestern. Der Regenbogenfisch fand die Höhle. Finster war es hier. Er konnte kaum etwas sehen. Doch plötzlich leuchteten ihm zwei Augen entgegen. Ich habe dich erwartet, sagte Oktopus mit tiefer Stimme. Die Wellen haben der deinen Geschichte ersetzt. Höre meinen Rachen. Schenke dem Fisch den Glitzerschuppen. Dann bist du zwar mir der schönste Fisch im Ozean, aber du wirst wieder fröhlicher sein. Aber wollte der Regenbogenfisch noch sagen, doch da war Oktopus schon in einer dunklen Tintenwolke verschwunden. Meine Schuppen verschenken? Meine schönen Glitzerschuppen? Dachte der Regenbogenfisch entsetzt. Niemals, nein! Wie könnte ich ohne so glücklich sein? Plötzlich spürte er einen leichten Flossenschlag neben sich. Der kleine blaue Fisch war wieder da. Regenbogenfisch, bitte, sei nicht böse. Gib mir doch eine kleine Glitzerschuppe. Der Regenbogenfisch zögerte. Eine ganz kleine Glitzerschuppe, dachte er. Na ja, die würde ich kaum vermissen. Sorgfältig suchte der Regenbogenfisch die kleinste Glitzerschuppe aus seinem Kleid. Ja, die schenke ich dir. Doch nun lass mich in Ruhe. Vielen Dank, blubberte der kleine blaue Fisch übermütig. Du bist lieb, Regenbogenfisch. Dem Regenbogenfisch wurde es ganz seltsam zumute. Er sah den kleinen blauen Fisch mit seiner Glitzerschuppe nach, wie er so glücklich grüßt und quer durch Wasser davon schwamm. Der
Der kleine blaue Fisch flitzte mit seiner Glitzerschuppe durchs Wasser. So dauerte es gar nicht lang, bis der Regenbogenfisch von anderen Fischen umringt war. Alle wollten eine Glitzerschuppe haben. Und seht da, der Regenbogenfisch verteilte seine Schuppen links und rechts. Und er wurde dabei immer vergnügter. Je mehr es ihm herum im Wasser glitzerte, desto wohler fühlte er sich unter den Fischen. Schließlich blieb dem Regenbogenfisch nur noch ein ganzer Glitzerschuppe. Alle anderen hatte er verschenkt. Und er war glücklich wie nie zuvor. Komm, Regenbogenfisch, komm, spiel mit uns, riefen die anderen. Ich komme, sagte der Regenbogenfisch und zog fröhlich mit den Fischen davon. So I hope you enjoyed that story. Thank you for stopping in and listening. All right, have a good day.